Der unschuldige Polizist. Also Leute, diese Geschichte wird euch komplett schockieren. Ein Polizist bittet um seine letzte Begegnung mit seinem Hund. Was dann passiert, verändert alles. Der Gerichtssaal in Berlin war totenstill. Der Hammer des Richters krachte mit voller Wucht herunter und zerstörte Michael Schmidts Leben mit einem einzigen Wort: schuldig. Krass, oder? Ein Polizist mit 15 Jahren Erfahrung saß da in Handschellen und starrte auf den Boden. Trotz seiner wiederholten Unschuldsbeteuerungen hatte die Jury gegen ihn entschieden. Die Beweise, er war sich sicher, dass sie ihm untergeschoben wurden, reichten aus, um ihn ins Gefängnis zu schicken. Aber wisst ihr, was das Schlimmste war? Es war nicht die Haftstrafe, die ihn zerbrach. Es war der Gedanke, dass er seinen treuen K9-Partner Luke zurücklassen musste. Luke saß hinten im Gerichtssaal, sein scharfer Blick auf Michael gerichtet. Der deutsche Schäferhund war mehr als nur ein Partner, er war Michaels ständiger Begleiter durch Leben- und Todmomente. Jetzt, wo Michael am Tiefpunkt seines Lebens stand, war der Gedanke, Luke ihn wiederzusehen, unerträglich. Als der Richter aufstand, um zu gehen, durchbrach Michaels Stimme die angespannte Stille. »Euer Ehren«, sagte er mit brechender Stimme, »bevor ich abgeführt werde, habe ich eine letzte Bitte. Bitte lassen Sie mich von Luke verabschieden.« Der Gerichtssaal murmelte überrascht. Der Richter blieb stehen und musterte Michael einen langen Moment. Schließlich nickte er, seine Stimme fest, aber mitfühlend. 3 Minuten. Sobald Luke freigelassen wurde, sprintete der Hund zu Michael, seine Krallen klickten laut auf dem Boden. Michael fiel auf die Knie und zog Luke in eine enge Umarmung. »Es tut mir so leid, mein Freund«, flüsterte Michael, Tränen strömten über sein Gesicht. »Ich hab dich im Stich gelassen, ich werde nicht mehr da sein.« Luke winselte und schmiegte sich an Michaels Brust. Aber dann passierte etwas Unglaubliches. Lukes Körper spannte sich an und seine Nase begann hektisch an Michaels Jacke zu arbeiten. Er zurrte an dem Stoff und bellte scharf. Das plötzliche Geräusch durchbrach die feierliche Stille des Gerichtssaals und zog alle Blicke auf sich. »Was macht der Hund da?« fragte der Richter stirnrunzelnd. »Echt jetzt? Das werdet ihr nicht glauben.« Luke zog stärker, seine scharfen Belle hallten von den Wänden wieder. Einer der Beamten trat vorsichtig vor und begann Michaels Jacke zu durchsuchen. Die Spannung im Raum wurde erdrückend. Dann mit einem metallischen Klirren fiel ein kleiner Gegenstand zu Boden. Es war ein Aufnahmegerät. Aber was auf diesem Gerät war, das veränderte alles. Das Aufnahmegerät. Also Leute, ihr werdet nicht glauben, was auf diesem Aufnahmegerät war. Das Gesicht des Staatsanwalts wurde kreidebleich und ihr werdet gleich verstehen, warum. Der Staatsanwalt trat schnell vor, seine Stimme zittrig. »Das beweist nichts«, schnappte er und versuchte, die Kontrolle über die Situation zurückzugewinnen. »Das ist irrelevant für den Prozess.« Aber Luke bellte wieder, seine alarmierte Haltung unerschütterlich. Die Wahrheit war klar, was auch immer auf diesem Gerät war, es war wichtig. Michael starrte auf den kleinen Recorder, sein Herz hämmerte. Zum ersten Mal seit Wochen flackerte Hoffnung auf. Könnte das der Beweis sein, auf den er gewartet hatte? Krass, oder? Stellt euch vor, euer ganzes Leben hängt an einem winzigen Gerät. »Aktivieren Sie das Gerät«, befahl der Richter mit scharfer Stimme. Der Beamte fummelten an dem kleinen Recorder herum. Seine Finger zitterten, als er die Play-Taste drückte. Ein statisches Knistern erfüllte den Raum, gefolgt von gedämpften Stimmen. Alle lehnten sich vor und strengten sich an zu hören. Und dann trafen die Worte wie eine Bombe. »Schieb einfach die Beweise unter«, sagte eine raue Stimme klar wie der Tag. »Niemand wird es hinterfragen. Schmidts saubere Weste macht ihn zum perfekten Sündenbock. Mach es fertig.« Atemzüge erfuhren dem ganzen Raum. Michaels Herz blieb stehen, dann begann es wie verrückt zu hämmern. Er kannte diese Stimme. Sie gehörte jemandem, dem er vertraut hatte, seinem ehemaligen Vorgesetzten, Hauptkommissar Klaus Weber. »Das reicht«, platzte der Staatsanwalt hervor und stimmte auf den Beamten zu, der den Recorder hielt. Aber der Richter schlug seinen Hammer nieder. »Setzen Sie sich«, bellte er mit so einer befehlsgewohnten Stimme, dass der Staatsanwalt mitten im Schritt erstarrte. Michael konnte nicht glauben, was er hörte. Die belastende Aufnahme enthüllte alles, wie die Beweise untergeschoben wurden, wie er reingelegt worden war. Luke saß immer noch ruhig an Michaels Seite und ließ ein einziges tiefes Knurren hören, als würde er die stumme Wut seines Partners widerspiegeln. Der Richter lehnte sich in seinem Stuhl zurück, sein Gesicht finster. »Dieser Prozess ist noch nicht vorbei«, sagte er bestimmt und wandte sich an den Raum. »Beamten, eskortieren Sie den Angeklagten zurück in die Zelle. Sichern Sie dieses Gerät als neues Beweisstück. Wir eröffnen diesen Fall neu.« Zum ersten Mal seit Wochen fühlte Michael einen Funken Hoffnung. Die Verschwörung wird aufgedeckt.
Also Leute, jetzt wird es richtig krass. Was Michael in seiner Zelle erfährt, bringt seine ganze Welt zum Einsturz. Als Michael weggeführt wurde, beobachtete Luke mit seinen intelligenten Augen voller unerschütterlicher Loyalität. Michael drehte sich zu seinem Partner um und versprach sich selbst und Luke stumm, dass er diese Ungerechtigkeit nicht auf sich beruhen lassen würde. Zurück in der kalten Gefängniszelle saß Michael auf der harten Bank und starrte die kahle Betonwand an. Sein Kopf war voller Gedanken über alles, was gerade passiert war. Lukes scharfe Instinkte hatten aufgedeckt, was niemand sonst gefunden hatte: den Beweis für eine Falle. Diese Aufnahme war seine Rettungsleine. Aber die Enthüllung war nicht nur eine Erleichterung, es war ein Verrat. Hauptkommissar Klaus Weber, der Mann, der ihn jahrelang betreut hatte, steckte dahinter. Michael ballte die Fäuste, sein Kiefer spannte sich an. Wie tief ging das Ganze? Währenddessen herrschte in den Kammern des Richters hohe Spannung. Der Richter saß an seinem Schreibtisch und spielte die Aufnahme ab, auf einem sicheren Gerät. Die Stimmen waren unverkennbar. Webers befehlsgewohnte Tonlage, gepaart mit einer anderen Stimme, die Michael nicht erkannte, enthüllte eine berechnete Verschwörung. Der Richter kniff die Augen zusammen. Er drückte einen Knopf an seiner Gegensprechanlage. »Bringen Sie sofort Hauptkommissar Weber in mein Büro«, sagte er knapp. Draußen vor dem Gerichtssaal hatte Weber gewartet, um sicherzustellen, dass Michaels Verurteilung reibungslos verlief, zumindest für seinen Plan. Aber als der Beamte ihn mit der plötzlichen Vorladung des Richters ansprach, huschte ein Anflug von Unbehagen über sein Gesicht. Er erhob sich steif, richtete seine Krawatte und folgte dem Beamten den Flur hinunter. In den Kammern war der Gesichtsausdruck des Richters unlesbar, als Weber eintrat. Der Hauptkommissar bot ein höfliches Nicken an, aber seine Schultern waren angespannt. »Sie haben nach mir verlangt, Ehren?« fragte Weber, seine Stimme ruhig, obwohl seine Augen nervös zu dem Aufnahmegerät auf dem Schreibtisch wanderten. »Habe ich«, antwortete der Richter und lehnte sich vor. Er tippte mit dem Finger auf den Rekorder. »Möchten Sie das erklären?« Webers Fassade der Zuversicht wankte für einen Bruchteil einer Sekunde, aber er maskierte es schnell mit Verwirrung. »Ich bin mir nicht sicher, was Sie meinen, Ehren«, sagte er gleichmäßig. Der Richter drückte erneut auf Play. Die belastenden Worte füllten wieder den Raum. Webers Gesicht wurde fahl, aber er erholte sich schnell. »Ehren, das ist absurd«, sagte Weber und zwang sich zu einem Lachen. Aber was als nächstes passiert, schockiert alle. Weber wird verhaftet. Also Leute, jetzt passiert das Unglaubliche. Weber denkt, er kann sich rausreden, aber der Richter hat andere Pläne. »Ich denke nicht«, unterbrach der Richter, seine Stimme hart. »Ich handle aufgrund von Beweisen und das«, er zeigte auf den Rekorder, »ist ein Beweis für ein Verbrechen. Mehrere Verbrechen, um genau zu sein.« Bevor Weber antworten konnte, betraten zwei Beamte den Raum. Panik blitzte in seinen Augen auf, als sie sich ihm näherten. »Was machen Sie da?«, forderte Weber, seine Stimme wurde lauter. »Das können Sie nicht.« »Sie werden zur Befragung festgenommen«, sagte der Richter fest. »Bis wir dem auf den Grund gehen, sind Sie ein Verdächtiger wegen Behinderung der Justiz und Beweisfälschung.« Krass, oder? Stellt euch vor, ein Hauptkommissar wird verhaftet. Als die Beamten einen protestierenden Weber wegführten, lehnte sich der Richter in seinem Stuhl zurück und atmete tief durch. Das Netz der Korruption entwirrte sich schnell und Michael Schmidts Geschichte war noch lange nicht vorbei. Die Entdeckung der Aufnahme hatte das gesamte Polizeipräsidium in Aufruhr versetzt. Während Hauptkommissar Weber in Gewahrsam genommen wurde, verbreiteten sich Gerüchte über Korruption wie ein Lauffeuer unter den Beamten. Währenddessen saß Michael in seiner Gefängniszelle, ohne zu wissen, welcher Sturm draußen tobte. Seine Gedanken verweilten bei Luke. Der treue K9 hatte den Gegenstand aufgedeckt und jetzt konnte Michael nicht anders, als sich zu fragen, wenn Luke das finden konnte, was könnte er noch aufdecken? Anderswo wurde Luke zur K9-Einheit des Präsidiums zur Begutachtung gebracht. Beamtin Sarah Müller, eine von Michaels engsten Kolleginnen, hatte sich freiwillig gemeldet, sich um den Hund zu kümmern, bis der Fall gelöst war. Luke schien unruhig, lief in seinem Zwinger auf und ab und ließ gelegentlich scharfe Bäller hören, die durch das ansonsten ruhige Gebäude hallten. »Er weiß, dass etwas nicht stimmt«, murmelte sie und beobachtete ihn von außerhalb des Zwingers. Sie kauerte sich hin und blickte Luke in die Augen. »Keine Sorge, Kumpel, wir werden das rausfinden.« Aber als Sarah aufstand, wanderte ihr Blick zu Lukes Nase, die gegen das Gatter gepresst war und intensiv an ihrer Jacke schnüffelte.
Ihr Magen krampfte sich. War dieses Verhalten mit Michaels Fall verbunden oder bildete sie sich das nur ein? Sie zögerte einen Moment, bevor sie die Zwingertür öffnete. »Ordnungsgemäß, Junge«, sagte sie und griff nach Lukes Leine. »Mal sehen, ob du uns etwas sagen willst.« Sie brachte Luke zu Michaels Spinder im Speicherraum des Präsidiums. Der Hund begann sofort zu schnüffeln und an dem unteren Fach zu kratzen. Sarahs Herz raste, als sie es aufschloss und öffnete. Dort drinnen, unter ein paar gefalteten Uniformen, lag ein kleiner, unmarkierter Umschlag. Ihre Hände zitterten, als sie ihn herauszog und öffnete. Drinnen Fotos, körnig, aber belastend. Die schockierenden Fotos, also Leute, das, was Sarah in diesen Fotos sieht, wird alles verändern. Ihr werdet nicht glauben, wen sie da erwischt haben. Die Fotos zeigten eindeutig Hauptkommissar Weber bei einem Treffen mit einem bekannten Kriminellen. Ein Dokument, das hinter den Fotos versteckt war, umriss Transaktionen, die Weber in ein Bestechungsschema verwickelten, das genau mit dem Fall zusammenhing, der zu Michaels Verhaftung geführt hatte. Sarah starrte auf die Beweise, ihre Brust zog sich zusammen. »Luke«, flüsterte sie, ihre Stimme brach, »du hast gerade das entscheidende Beweisstück gefunden.« Krass, oder? Stellt euch vor, euer Hund rettet euch das Leben. Als sie das Ausmaß dessen erkannte, was sie in den Händen hielt, kontaktierte Sarah sofort das Büro des Richters. Die Fotos und Dokumente, kombiniert mit der Aufnahme, die Luke aufgedeckt hatte, zeichneten ein klares Bild von Webers Schuld. Aber Sarah wusste, dass das noch nicht vorbei war. Wenn Weber diese Falle orchestriert hatte, hatte er es wahrscheinlich nicht allein getan. Luke saß neben ihr, seine ruhige Präsenz beruhigte sie, während ihre Gedanken rasten. »Michael hatte recht«, sagte sie leise und kratzte Luke hinter den Ohren. »Du bist wirklich der beste Partner, den man sich wünschen kann.« Sarah saß im Beweisraum, die belastenden Fotos vor sich auf dem Schreibtisch ausgebreitet. Das Gewicht dessen, was sie aufgedeckt hatte, drückte schwer auf ihre Brust. Hauptkommissar Weber war nicht nur ein korrupter Beamter, er war Teil von etwas viel Größerem. Die Dokumente, die Luke ihr geholfen hatte zu finden, umrissen Verbindungen zu anderen hochrangigen Beamten, Zahlungen, die nicht erklärt werden konnten und eine beunruhigende Spur der Manipulation, die weit über Michaels Fall hinausging. Sie blickte hinunter zu Luke, der wachsam neben ihr saß. Seine durchdringenden Augen schienen ihr Unbehagen zu spüren. Das geht nicht nur um Michael, das geht viel tiefer. Als sie die Schwere der Situation erkannte, rief sie Sarah direkt an. Innerhalb einer Stunde waren die Beweise, die sie aufgedeckt hatte, in seinen Händen. Das Gesicht des Richters verdunkelte sich, als er durch die Dokumente und Fotos durchging. »Das ist größer, als ich dachte«, gab er zu, seine Stimme schwer. »Wenn diese Dokumente korrekt sind, ist Michael Schmidt nicht nur unschuldig, er ist das Opfer einer präsidiumsweiten Vertuschung.« Der Richter ordnete sofort eine Notanhörung an. Die Nachricht von der Wiedereröffnung des Falls sendeten Schockwellen durch das Präsidium. Michael wird freigelassen. Also Leute, jetzt kommt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Michael erfährt endlich die Wahrheit und seine Reaktion ist unbezahlbar. Beamte flüsterten auf den Fluren, die Spannungen stiegen, als Verdächtigungen wuchsen. Mehrere Beamte, die gegen Michael ausgesagt hatten, begannen zu zappeln, da sie wussten, dass ihre Beteiligung unter die Lupe genommen werden könnte. Zurück in seiner Zelle wurde Michael unerwartet herausgerufen. Die plötzliche Aufregung im Gefängnisbereich ließ seinen Puls steigen. Er wurde in einen sicheren Raum eskortiert, wo Sarah mit dem Richter wartete. Sobald Michael den Ordner mit Beweisen und Luke, der stolz an Sarahs Seite saß, schwoll sein Herz vor einer Mischung aus Hoffnung und Ungläubigkeit an. »Das kann gerade rein«, sagte der Richter und schob die Dokumente zu Michael. Es beweist Webers Korruption und vor allem, dass die Beweise, die verwendet wurden, um sie zu verurteilen, gefälscht waren. Michaels Hände zitterten, als er durch die Papiere blätterte. Die Fotos, die Aufzeichnungen und sogar Notizen, die detailliert beschrieben, wie Weber den Fall gegen ihn manipuliert hatte, alles war da. Seine Stimme brach, als er fragte, »Bedeutet das?« Der Richter nickte entschieden. Es bedeutet, dass sie frei sind. Aber das ist noch nicht vorbei. Es sind mehr Menschen beteiligt und wir werden ihre Hilfe brauchen, um sie zu entlarven. Michael kniete sich hin und zog Luke in eine weitere Umarmung. »Du hast mich gerettet, Junge. Du hast mich wieder gerettet.« Als Luke mit dem Schwanz wedelte, war die Erleichterung im Raum spürbar. Aber Michael wusste, dass das nur der Anfang war. Wer auch immer das orchestriert hatte, ging tiefer als Weber. Es gab mehr Schichten zu entdecken und Michael würde nicht ruhen, bis die ganze Wahrheit ans Licht gebracht war. Krass, oder?
Aber wartet mal ab, was als nächstes passiert. Michael trat zum ersten Mal als freier Mann aus dem Gerichtsgebäude, aber das Gewicht dessen, was vor ihm lag, war weit schwerer als die Fesseln, die er gerade abgelegt hatte. Reporter schwärmten die Stufen hinauf und schrien Fragen über seine Freilassung, den wiedereröffneten Fall und den Korruptionsskandal, der innerhalb des Präsidiums brodelte. Michael ignorierte sie, sein Fokus lag allein auf Luke, der treu an seiner Seite trottete. Der Anblick seines treuen K9-Partners brachte einen Hoffnungsschimmer inmitten des Chaos. Im Gerichtsgebäude hatte der Richter eine spezielle Taskforce einberufen, um das wachsende Netz der Korruption zu untersuchen. Sarah, jetzt ein integraler Teil des Teams, führte die Anklage an. Die Taskforce formiert sich. Also Leute, jetzt wird es richtig spannend. Michael bekommt ein Angebot, das sein Leben für immer verändern könnte. Die Fotos, Aufnahmen und Finanzunterlagen, die Luke geholfen hatte aufzudecken, deuteten auf ein weitreichendes Netzwerk von Bestechung und Beweismanipulation hin, das mehrere Beamte und sogar externe Akteure involvierte. Hauptkommissar Weber war nur die Spitze des Eisbergs. Michael, sagte Sarah und holte ihn vor dem Gerichtsgebäude ein. Wir brauchen deine Hilfe. Niemand kennt dieses Präsidium besser als du. Michael zögerte, sein Kiefer spannte sich an. Er hatte seine ganze Laufbahn damit verbracht, der Marke zu vertrauen und an die Integrität des Systems zu glauben. Jetzt war dieses Vertrauen zerschmettert. Aber als er auf Luke hinunterblickte, erinnerten ihn die ruhigen, entschlossenen Augen des Hundes daran, warum er zur Polizei gegangen war. Ich bin dabei, sagte er schließlich. Aber ich mache das nicht für das Präsidium. Ich mache es für die Wahrheit und für jeden Beamten, der noch für das Richtige kämpft. Krass, oder? Stellt euch vor, euer ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt. Die Ermittlung begann ernsthaft. Sarah und Michael arbeiteten unermüdlich daran, Zeitlinien zusammenzufügen, Fälle zu vergleichen und Beamte zu befragen, die eng mit Weber zusammengearbeitet hatten. Einige waren bereit zu kooperieren, aber andere mauerten, was ihre Schweigen weitere Verdächtigung weckte. Eines Nachts, während sie einen Stapel alter Akten durchgingen, entdeckte Sarah eine Liste mit Namen. Beamte, lokale Politiker und bekannte Kriminelle, die mit verdächtigen Zahlungen und ungelösten Verbrechen in Verbindung gestanden haben. Je tiefer sie gruben, desto gefährlicher wurde der Pfad. Es war klar, dass es nicht nur um Michaels Fall ging, es ging um ein ganzes Netzwerk von Menschen, die ihre Macht genutzt haben, um Verbrechen zu vertuschen und jeden zu vernichten, der ihnen im Wege stand. Michael, sagte Sarah, ihre Stimme schwer vor Sorge. Wenn wir das weiter vorantreiben, werden wir uns gefährliche Feinde machen. Michael blickte von der Akte auf, die er studierte. Wir haben sie uns bereits gemacht. Aber ich höre nicht auf, nicht bis die ganze Wahrheit herauskommt. Luke ließ ein leises Bellen hören, als würde er zustimmen. Michael reichte hinunter, um den Hund hinter den Ohren zu kratzen. Seine Entschlossenheit verhärtete sich. Sie kämpften nicht nur für Gerechtigkeit, sie kämpften für alle, die zum Schweigen gebracht, verraten oder reingelegt worden waren. Aber was als nächstes passiert, bringt sie alle in Lebensgefahr. Also Leute, jetzt wird es richtig spannend. Michael bekommt ein Angebot, das sein Leben für immer verändern könnte. Die Fotos, Aufnahmen und Finanzunterlagen, die Luke geholfen hatte aufzudecken, deuteten auf ein weitreichendes Netzwerk von Bestechung und Beweismanipulation hin, das mehrere Beamte und sogar externe Akteure involvierte. Hauptkommissar Weber war nur die Spitze des Eisbergs. Michael, sagte Sarah und holte ihn vor dem Gerichtsgebäude ein. Wir brauchen deine Hilfe. Niemand kennt dieses Präsidium besser als du. Michael zögerte, sein Kiefer spannte sich an. Er hatte seine ganze Laufbahn damit verbracht, der Marke zu vertrauen und an die Integrität des Systems zu glauben. Jetzt war dieses Vertrauen zerschmettert. Aber als er auf Luke hinunterblickte, erinnerten ihn die ruhigen, entschlossenen Augen des Hundes daran, warum er zur Polizei gegangen war. Ich bin dabei, sagte er schließlich. Aber ich mache das nicht für das Präsidium. Ich mache es für die Wahrheit und für jeden Beamten, der noch für das Richtige kämpft. Krass, oder? Stellt euch vor, euer ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt. Die Ermittlung begann ernsthaft. Sarah und Michael arbeiteten unermüdlich daran, Zeitlinien zusammenzufügen, Fälle zu vergleichen und Beamte zu befragen, die eng mit Weber zusammengearbeitet hatten. Einige waren bereit zu kooperieren, aber andere mauerten, was ihre Schweigen weitere Verdächtigung weckte. Luke spielte eine überraschende Rolle und er schnüffelte versteckte Akten und führte sie zu übersehenen Beweisen bei Durchsuchung von Webers Büro in Spind. Eines Nachts, während sie einen Stapel alter Akten durchgingen, entdeckte Sarah eine Liste mit Namen. Beamte, lokale Politiker und bekannte Kriminelle, die mit verdächtigen Zahlungen und ungelösten Verbrechen in Verbindung gestanden haben. Je tiefer sie gruben, desto gefährlicher wurde der Pfad. Es war klar, dass es nicht nur um Michaels Fall ging. Es ging um ein ganzes Netzwerk von Menschen, die ihre Macht genutzt haben, um Verbrechen zu vertuschen und jeden zu vernichten, der ihnen im Wege stand. Michael, sagte Sarah, ihre Stimme schwer vor Sorge. Wenn wir das weiter vorantreiben, werden wir uns gefährliche Feinde machen. Michael blickte von der Akte auf, die er studierte. Wir haben sie uns bereits gemacht. Aber ich höre nicht auf, nicht bis die ganze Wahrheit herauskommt. Luke ließ ein leises Bellen hören, als würde er zustimmen. Michael reichte hinunter, um den Hund hinter den Ohren zu kratzen. Seine Entschlossenheit verhärtete sich. Sie kämpften nicht nur für Gerechtigkeit, sie kämpften für alle, die zum Schweigen gebracht, verraten oder reingelegt worden waren. Die erste Bedrohung.
Also Leute, jetzt wird's richtig gefährlich. Michael bekommt eine Nachricht, die ihn das Blut in den Adern gefrieren lässt. Die Taskforce arbeitete rund um die Uhr. Kisten voller Beweise füllten jeden verfügbaren Schreibtisch in dem kleinen Konferenzraum, der zum Ermittlungshauptquartier geworden war. Michael, jetzt offiziell von allen Anklagen freigesprochen, hatte sich vollständig in die Arbeit gestürzt. Je tiefer sie gruben, desto verdrehter wurde das Netz der Korruption. Kontoauszüge, gefälschte Polizeiberichte und abgefangene Kommunikation deuteten alle auf eine massive Verschwörung hin, die weit über Hauptkommissar Weber hinausging. Sarah legte einen dicken Ordner vor Michael, ihr Gesichtsausdruck düster. Wir haben mindestens 6 weitere Beamte identifiziert, die darin verwickelt waren. Einige von ihnen sind hochrangig. Und es wird noch schlimmer. Es gibt Beweise, die sie mit der organisierten Kriminalität verbinden. Michael lehnte sich in seinem Stuhl zurück, sein Kopf raste. Das waren nicht nur Schurkenbeamte, die die Regeln für persönlichen Gewinn brachen, das war eine orchestrierte Operation, die Korruption innerhalb des Präsidiums mit kriminellen Unternehmen außerhalb davon verband. Wenn das so groß ist, wie es aussieht, können wir das nicht allein bewältigen. Wir müssen das an die Bundesebene weiterleiten. Aber Sarah schüttelte den Kopf. Noch nicht. Uns fehlen noch wichtige Teile. Wenn wir das jetzt zum BKA bringen und sie es durchsickern lassen, könnte die ganze Operation sich zerstreuen. Wir brauchen etwas Definitives, etwas, das diese Leute festnagelt. Ihr Gespräch wurde von Luke unterbrochen, der plötzlich von seinem Platz bei Michaels Füßen aufstand. Die Ohren des Hundes stellten sich auf, als er zur Tür trottete und die Luft beschnüffelte. Michael runzelte die Stirn. »Was ist los, Junge?« fragte er und folgte Luke. Luke führte Michael zur anderen Seite des Konferenzraums, wo ein Stapel alter Akten in Unordnung lag. Sarah folgte und beobachtete, wie Luke an einer bestimmten Kiste zu kratzen begann. Michael öffnete sie, sein Herz hämmerte. Drin waren Akten von einem Fall, der vor 5 Jahren geschlossen worden war. Eine Drogenrazzia, die angeblich zu einer sauberen Verhaftung geführt hatte. Aber als Michael durch die Dokumente blätterte, bemerkte er eklatante Unstimmigkeiten. Namen waren gelöscht worden und einige Abschnitte der Berichte waren geschwärzt. Das ergibt keinen Sinn, murmelte Michael. Das sind keine Standardschwärzungen. Jemand hat diese Akten manipuliert. Sarah beugte sich über seine Schulter und schaute sich um. »Und schau dir das an«, sagte sie und zeigte auf eine handschriftliche Notiz am Ende eines Berichts. Es war eine Unterschrift. Hauptkommissar Webers. Aber dann passierte etwas, das alles änderte. Michaels Handy summte. Die anonyme Drohung. Also Leute, diese Nachricht wird Michael das Blut in den Adern gefrieren lassen. Ihr werdet nicht glauben, was da steht. Es war eine SMS von einer anonymen Nummer. Ihr grabt zu tief. Hört auf, oder ihr werdet es bereuen. Michael starrte für einen langen Moment auf den Bildschirm, bevor er Sarah die Nachricht zeigte. Sie blickte auf, ihr Gesicht blass, aber entschlossen. Sie haben Angst. Das bedeutet, wir kommen näher. Michael blickte auf Luke, der ruhig an seiner Seite saß, als wäre er bereit für alles, was kommen würde. »Lass sie kommen«, sagte er. »Wir hören jetzt nicht auf.« Während sie weiter durch die Akten suchten, entdeckte Michael ein Dokument, das er vorher nicht bemerkt hatte. Er wies auf eine Stelle, die Sarah noch nicht gesehen hatte. »Schau dir das an. Jede größere Bestechung und jeder gelöschte Bericht führt zu einem Namen zurück. AR. Das ist derjenige, der die Fäden zieht.« Michaels Augen verengten sich, als er auf die Initialen starrte. AR. Sie sind so lange versteckt geblieben. Aber wenn wir sie finden, bricht diese ganze Operation zusammen. Plötzlich stand Luke auf, sein Körper angespannt. Seine Ohren zuckten nach vorne und er ließ ein tiefes Knurren hören. Michael blickte zu ihm hinunter, alarmiert. »Was ist los, Junge?« fragte er. Aber bevor Sarah antworten konnte, flackerten die Lichter im Konferenzraum und gingen dann komplett aus. Der Raum wurde in völlige Dunkelheit getaucht. Sarah erstarrte, ihre Hand griff instinktiv nach ihrer Waffe. »Das ist kein Stromausfall«, sagte sie, ihre Stimme leise und ruhig. Das Geräusch von brechendem Glas durchbrach die Stille, gefolgt von dem unbekennbaren Geräusch von Schritten vor der Tür. Michaels Herz raste, als Adrenalin durch seine Adern strömte. Er bedeutete Sarah, in Deckung zu gehen. »Wir sind nicht allein«, flüsterte er. Luke kauerte sich tief, sein Knurren wurde tiefer, seine scharfen Augen auf den Türrahmen gerichtet. Wer auch immer die SMS geschickt hatte, bluffte nicht. Sie waren gekommen, um die Ermittlungen zu stoppen. Die Schritte wurden lauter und kamen näher. Michael griff fest nach seiner Waffe, sein Kopf raste durch die Möglichkeiten. »Bleib nah bei uns, Luke«, flüsterte er. Sarah suchte mit dem Blick Kontakt zu ihm, ihr Gesichtsausdruck entschlossen. »Was auch immer passiert, wir lassen sie nicht gewinnen.«
Als die Tür knarzend aufging, sprang Luke nach vorne, seine Instinkte scharf und bereit. Michael zielte ruhig und bereitete sich auf alles vor, was durch diese Tür kommen würde. Sie wurden angegriffen und der Kampf um die Aufdeckung der Wahrheit war gerade tödlich geworden. Krass, oder? Aber was als nächstes passiert, werdet ihr nie erraten. Die Tür platzte auf und das Chaos brach in einem Augenblick los. Eine schemenhafte Gestalt trat in den Raum, ihre Waffe gezogen. Bevor sie reagieren konnten, sprang Luke mit unglaublicher Geschwindigkeit und klemmte seine Kiefer um den Arm des Eindringlings fest. Der Kampf um das Überleben. Also Leute, jetzt geht es um Leben und Tod. Luke kämpft wie ein Löwe und rettet seinem Partner das Leben. Der Mann ließ einen gequälten Schrei hören und ließ seine Waffe fallen, als er versuchte, den Hund abzuschütteln. Michael zögerte nicht. Er fegte die Waffe mit seinem Fuß weg und richtete seine eigene auf die zweite Gestalt, die nun durch den Türrahmen stürmte. »Keine Bewegung«, schrie Michael. Seine Stimme durchschnitt das Chaos. Der zweite Eindringling erstarrte, die Hände erhoben, aber die Anspannung in seiner Haltung sagte ihm, dass er auf eine Gelegenheit zum Zuschlagen wartete. Hinter ihm hatte Sarah Deckung gesucht und rief über ihr Funkgerät Verstärkung, ihre Stimme ruhig, aber dringend. Luke hielt fest am Arm des Mannes, knurrte tief, während der Eindringling kämpfte. »Ruf ihn ab«, schrie der Mann, panisch. Michael trat vor, seine Waffe ruhig. »Ruf sie zuerst ab«, schoss er zurück und deutete auf die anderen draußen. Er konnte mehr Schritte im Flur hören, schwer und entschlossen. Wer auch immer diese Leute waren, sie waren nicht gekommen, um zu verhandeln. Der Mann antwortete nicht, aber bevor Michael weiter drängen konnte, erfüllte ein weiteres ohrenbetäubendes Geräusch die Luft. Tränengasgranaten wurden in den Raum geworfen. Dichter beißender Rauch begann den Raum zu füllen und stach in ihre Augen und Kehlen. »Wir müssen raus«, schrie Sarah und griff nach den Akten, an denen sie gearbeitet hatten. Michael pfiff scharf und Luke ließ sofort seinen Griff am Arm des Mannes los und zog sich zu Michaels Seite zurück. Das Team bewegte sich schnell, duckte sich tief, um dem Gas zu entgehen, während sie sich zum Notausgang an der Rückseite des Raums drängten. Gewehrfeuer brach der Hintern ihn aus, Kugeln prallten von Wänden und Möbeln. Michael konnte sein Herz in seinen Ohren hämmern hören, als er Sarah und Luke deckte und zurückschoss, um ihre Verfolger zu verlangsamen. Als sie durch den Ausgang platzten, fanden sie sich in der dunklen Gasse hinter dem Gebäude wieder. Sarah klammerte sich an die Akten, keuchte nach Luft. »Wir können nicht zurück zum Präsidium«, sagte sie zwischen Atemzügen. »Sie haben alles kompromittiert. Sie werden auf uns warten.« Michael nickte, sein Kopf raste. Wer auch immer AR war, sie spielten um alles oder nichts. »Dann beenden wir das nach unseren Bedingungen. Wir rennen nicht mehr weg.« Das sichere Haus war unheimlich ruhig. Michael, Sarah und Luke hatten sich dorthin zurückgezogen, nachdem sie dem Angriff knapp entkommen waren. Krass, oder? Aber das war erst der Anfang. Das sichere Versteck. Also Leute, jetzt wird es richtig spannend. Im sicheren Versteck entdecken sie etwas, das alles verändert. Die kleine Hütte, tief in den Wäldern versteckt, war ihr letzter Zufluchtsort. Auf dem Holztisch vor ihnen lagen die Akten, die Sarah gerettet hatte. Sie enthielten alles, was sie brauchten, um das Netzwerk zu entlarven. Transaktionsaufzeichnungen, Namen und Verbindungen zu AR, der schattenhaften Figur, die alles orchestriert hatte. Sarah blätterte durch die Akten, ihre Finger zitterten leicht. »Das ist es«, sagte sie. »Wenn wir das an die Presse oder Bundesermittler weitergeben können, werden sie es nicht vertuschen können. Die ganze Operation wird zusammenbrechen.« Michael nickte, aber seine Augen blieben auf das Fenster gerichtet und durchsuchten die Baumgrenze. Er wusste, dass es noch nicht vorbei war. Wer auch immer sie angegriffen hatte, würde nicht aufhören, bis sie zum Schweigen gebracht waren. Plötzlich stellten sich Lukes Ohren auf und er ließ ein tiefes Knurren hören. Sein Körper spannte sich an. Michael erstarrte, seine Hand griff instinktiv nach seiner Waffe. »Sie haben uns gefunden«, flüsterte er. Sarah blickte auf, ihr Gesicht blass, aber entschlossen. »Wie? Wir waren vorsichtig.« Michael schüttelte den Kopf. »Es spielt keine Rolle, Sie sind hier.« Der erste Schuss durchbrach die Stille und zerbrach das Fenster der Hütte. Glassplitter sprühten durch den Raum, als Michael Sarah hinter den Tisch in Deckung schob. Luke bellte wütend und blieb an Michaels Seite. Weitere Schüsse säugten, die Angreifer rückten näher. Michael atmete tief durch, Adrenalin durchflutete seine Adern. »Bleib unten«, sagte er Sarah. »Luke und ich werden sie aufhalten.« Sarah zögerte einen Bruchteil einer Sekunde, bevor sie zur Hintertür schlüpfte und in der Dunkelheit mit den Beweisen in der Hand verschwand.
Michael und Luke hielten ihre Stellung und drängten die Angreifer zurück mit jeder Unze Kraft, die sie hatten. Gerade als der letzte Eindringling fiel, hallten Sirenen in der Ferne. Verstärkung war endlich eingetroffen. Tage später machte die Geschichte landesweit Schlagzeilen. Sarah hatte die Akten an einen vertrauten Journalisten weitergegeben und die daraus resultierende Enthüllung brachte das ganze Netzwerk zum Einsturz. Verhaftungen wurden auf allen Ebenen gemacht, von korrupten Beamten bis zu AR selbst, einem Politiker namens Alexander Richter. Alexander Richter entlarvt. Also Leute, jetzt kommt die größte Wendung. Alexander Richter, der Mann, der das Polizeipräsidium als seine persönlichen Vollstrecker benutzt hatte. Michael wurde als Held gefeiert, obwohl er die Aufmerksamkeit abtat. Auf der Veranda seines Hauses stehend, beobachtete er Luke beim Spielen im Garten. Der treue Hund hatte ihn öfter gerettet, als er zählen konnte, und ihre Bindung war unverbrechlich geworden. »Wir haben's geschafft, Junge«, sagte Michael leise und kniete sich hin, um Luke hinter den Ohren zu kratzen. »Es ist vorbei.« Luke wedelte mit dem Schwanz und lehnte sich an Michaels Berührung. Seine scharfen Augen waren zum ersten Mal seit Wochen ruhig. Für Michael war es nicht nur das Ende eines Kampfes, es war der Beginn von etwas Neuem. Er hatte für Gerechtigkeit gekämpft, nicht nur für sich selbst, sondern für die Menschen, die zum Schweigen gebracht und verraten worden waren. Und als er Luke dabei zusah, wie er einem Ball im goldenen Licht der untergehenden Sonne hinterherjagte, wusste er, dass sie sich diesen Moment des Friedens verdient hatten. Krass, oder? Was für eine unglaubliche Geschichte. Aber wartet mal, es gibt noch mehr. Die Ermittlungen deckten auf, dass Alexander Richter jahrelang ein Doppelleben geführt hatte. Öffentlich war er ein respektierter Politiker, der sich für Bürgersicherheit einsetzte. Privat leitete er ein kriminelles Netzwerk, das Drogen, Erpressung und Geldwäsche umfasste. Das Polizeipräsidium war sein perfektes Werkzeug gewesen. Korrupte Beamte wie Weber eliminierten Konkurrenten und schützten Richters Geschäfte. Michael war zur Zielscheibe geworden, weil seine Ermittlungen zu nah an Richters Operation herangekommen waren. Die gefälschten Beweise waren ein Versuch, ihn mundtot zu machen, bevor er die Wahrheit aufdecken konnte. Aber Richter hatte einen Fehler gemacht. Er hatte Lukes Loyalität und Instinkte unterschätzt. Der German Shepherd hatte nicht nur die versteckten Beweise gefunden, sondern auch seinen Partner durch die dunkelste Zeit seines Lebens geführt. Die Gerichtsverhandlung war ein Medienzirkus. Richter, einst so mächtig und unantastbar, saß nun in Handschellen vor dem gleichen Richter, der Michael zunächst verurteilt hatte. »Alexander Richter«, sagte der Richter, »Sie werden wegen Korruption, Beweisfälschung, Behinderung der Justiz und Verbindung zu organisierter Kriminalität zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.« Richters Reich war gefallen und mit ihm das gesamte Netzwerk korrupter Beamter. Sarah wurde befördert und leitete nun eine spezielle Einheit zur Bekämpfung von Polizeikorruption. Michael kehrte zum Dienst zurück, aber mit einem neuen Zweck. Er wollte sicherstellen, dass so etwas nie wieder passiert. Und Luke, er blieb das, was er immer war, der beste Partner, den sich ein Polizist wünschen konnte. Ein neuer Anfang. Also Leute, jetzt kommt das wirklich Emotionale. Michael und Luke beginnen ein völlig neues Kapitel ihres Lebens. 6 Monate nach dem Prozess hatte sich das Berliner Polizeipräsidium grundlegend verändert. Die Säuberungsaktionen waren abgeschlossen, neue Führungskräfte eingesetzt und strengere Überwachungsmaßnahmen implementiert. Michael stand in seinem neuen Büro und blickte durch das Fenster auf die belebten Straßen Berlins. Als Leiter der neuen Abteilung für interne Angelegenheiten war es seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die dunklen Tage der Korruption nie zurückkehrten. Luke lag entspannt neben seinem Schreibtisch, seine Augen wachsam, aber friedlich. Der deutsche Schäferhund hatte eine besondere Auszeichnung für seinen Dienst erhalten. Die erste K9-Einheit, die jemals mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde. »Weißt du was, Luke?«, sagte Michael und kratzte seinem Partner hinter den Ohren. »Manchmal führen die dunkelsten Momente zu den hellsten Wendungen.« Ein Klopfen an der Tür unterbrach seine Gedanken. Sarah trat ein Lächeln auf ihrem Gesicht. »Der neue Fall ist interessant«, sagte sie und legte eine Akte auf seinen Schreibtisch. Michael öffnete die Akte, seine Augen wurden ernst. »Denkst du, das ist wieder so ein Netzwerk?« »Möglich«, antwortete Sarah, »aber diesmal sind wir vorbereitet und wir haben Luke.« »Krass, oder? Die Gerechtigkeit schläft nie.« Der Hund hob den Kopf, als er seinen Namen hörte, seine Ohren stellten sich auf. Es war, als würde er verstehen, dass wieder Arbeit auf sie wartete.
Was meinst du, Junge? Bereit für den nächsten Fall? Luke stand auf und ging zur Tür, sein Schwanz wedelte leicht. Die Antwort war klar. Aber dieser neue Fall würde anders sein. Michael war nicht mehr der naive Beamte, der blind dem System vertraut hatte. Er war gehärtet, weise geworden durch Verrat und Ungerechtigkeit. Und er hatte Luke. Den Partner, der ihm bewiesen hatte, dass wahre Loyalität unerschütterlich ist. Während sie das Büro verließen, dachte Michael an all die Menschen, die noch immer unter korrupten Systemen litten. Seine Mission war klar. Er würde ihre Stimme sein, ihr Beschützer, ihr Hoffnungsträger. Die Straßen Berlins wirkten heute anders auf ihn. Nicht mehr bedrohlich oder voller Geheimnisse, sondern voller Möglichkeiten. Jede Ecke, jede Gasse könnte Hinweise bergen, jeder Anruf könnte der Beginn einer neuen Enthüllung sein. Luke trottete neben ihm, seine Schritte synchron mit Michaels. Sie waren mehr als Partner geworden. Sie waren ein Symbol für Gerechtigkeit, für die Wahrheit, die immer ihren Weg findet. »Weißt du, was das Beste ist?« fragte Michael seinen vierbeinigen Freund. »Diesmal kämpfen wir nicht allein. Wir haben ein ganzes Team ehrlicher Beamter hinter uns.« Die Sonne schien durch die Wolken, als würde sie ihren Weg segnen. Ein neues Kapitel hatte begonnen. Der Münchner Hinweis. Also Leute, dieser neue Fall wird Michael und Luke vor eine völlig neue Herausforderung stellen. Was sie in München entdecken, übertrifft alles bisherige. Die Fahrt nach München war ruhig. Michael saß am Steuer des Dienstwagens, Luke auf dem Beifahrersitz, seine Augen aufmerksam auf die vorbeiziehende Landschaft gerichtet. Der Whistleblower, ein Beamter namens Thomas Hoffmann, hatte sich nach wochenlangem Zögern endlich gemeldet. Seine Aussagen deuteten auf ein System hin, das dem Berliner Fall erschreckend ähnlich war. Hoffmann arbeitet seit 12 Jahren beim Münchner Präsidium, erklärte Sarah über Freisprechanlage. Er behauptet, dass bestimmte Fälle systematisch sabotiert werden. Drogen verschwinden aus der Asservatenkammer, Zeugen werden eingeschüchtert. Michael nickte grimm. Das Muster kommt mir bekannt vor. Hat er Namen genannt? Einen, Oberkommissar Franz Kellner, angeblich derjenige, der die Operation leitet. Als sie das Münchner Präsidium erreichten, spürte Michael sofort die angespannte Atmosphäre. Beamte warfen ihnen misstrauische Blicke zu, Gespräche verstummten, wenn sie vorbeigingen. »Sie wissen, warum wir hier sind«, flüsterte Michael Luke zu. »Bleib wachsam, Junge.« Thomas Hoffmann war ein nervöser Mann Mitte 40, dessen Hände zitterten, als er ihnen die Hand schüttelte. In einem abgelegenen Konferenzraum erzählte er seine Geschichte. »Es fing vor 3 Jahren an«, sagte er, seine Stimme kaum hörbar. »Kellner übernahm die Leitung der Drogenfahndung. Seitdem läuft alles schief. Große Fische werden bewarnt, kleine Dealer verhaftet. Die Statistiken sehen gut aus, aber die wirklichen Probleme bleiben.« Michael lehnte sehr vor. »Haben Sie Beweise?« Hoffmann zögerte. Dann zog er einen USB-Stick aus seiner Tasche. »Kopien von Berichten, Kommunikation, Finanzunterlagen. Aber ich habe Angst. Kellner hat Verbindungen überall.« Luke, der ruhig in der Ecke gelegen hatte, stand plötzlich auf. Seine Ohren stellten sich auf, sein Körper spannte sich an. »Was ist los?« fragte Michael und folgte Lukes Blick zur Tür. Draußen konnte er Schritte hören, langsam und entschlossen. Jemand näherte sich dem Raum. »Erwarten Sie jemanden?« fragte Michael Hoffmann. Der Mann schüttelte den Kopf, sein Gesicht wurde blass. »Niemand weiß, dass wir uns treffen.« Die Schritte blieben vor der Tür stehen. Michael bedeutete Hoffmann zu schweigen und bewegte sich zur Tür. Luke positionierte sich neben ihm, seine Muskeln gespannt wie eine Feder. Dann klopfte es, 3 langsame, bedächtige Schläge. »Herr Hoffmann«, rief eine tiefe Stimme von draußen, »ich weiß, dass Sie da drin sind.« Hoffmanns Augen weiteten sich vor Panik. »Das ist Kellner«, flüsterte er. Michael griff nach seiner Waffe. »Bleiben Sie ruhig.« Die Stimme kam wieder, dieses Mal bedrohlicher. »Sie haben 5 Sekunden, um diese Tür zu öffnen, oder wir kommen rein.« Michael blickte zu Luke, der bereit zum Sprung war. Was auch immer als nächstes passierte, sie würden nicht kampflos aufgeben. Also Leute, jetzt wird es richtig gefährlich. Michael steht Kellner gegenüber, aber Luke hat einen Plan. Michael öffnete die Tür langsam. Oberkommissar Franz Kellner stand im Flur, ein großer Mann mit kalten grauen Augen. Hinter ihm standen 2 weitere Beamte. »Herr Schmidt«, sagte Kellner mit einem falschen Lächeln, »willkommen in München.
Ich fürchte, es gab ein Missverständnis. Welches Missverständnis? Fragte Michael, seine Hand nahe seiner Waffe. Herr Hoffmann ist psychisch instabil. Er erfindet Geschichten. Wir wollten Sie nur warnen, bevor Sie Ihre Zeit verschwenden. Hoffmann trat vor, seine Stimme zitternd, aber entschlossen. Das ist eine Lüge. Kellner, Sie wissen genau, was Sie getan haben. Kellners Gesichtsausdruck verhärtete sich. Hoffmann, Sie sollten vorsichtig sein mit Ihren Anschuldigungen. Luke knurrte leise, seine Instinkte spürten die Bedrohung. Michael spürte die Spannung im Raum steigen. »Wissen Sie was, Kellner?« sagte Michael. »Ich denke, wir werden trotzdem zuhören, was Herr Hoffmann zu sagen hat.« »Das fürchte ich nicht«, antwortete Kellner. Seine beiden Begleiter traten näher. »Sie haben keine Berechtigung hier, das ist mein Revier, und Hoffmann kommt mit uns zur psychiatrischen Begutachtung.« »Über meine Leiche«, sagte Michael fest. »Das lässt sich arrangieren.« In diesem Moment sprang Luke ohne Warnung vor und bellte so laut und aggressiv, dass alle Anwesenden zurückwichen. Der Hund positionierte sich zwischen Michael und Kellners Männern. »Ihr Hund scheint nervös zu sein«, bemerkte Kellner, aber seine Selbstsicherheit war erschüttert. Luke wird nur nervös, wenn er Verbrecher wittert. Interessant, nicht wahr? Plötzlich vibrierte Hoffmanns Handy. Er blickte darauf und wurde noch blasser. »Was ist los?« fragte Michael. »Eine SMS von einem unbekannten Absender. Sie wissen, wo meine Familie wohnt.« Kellner grinste. Wie gesagt, Herr Hoffmann ist paranoid. Aber Luke reagierte wieder. Er trottete zu Kellner und begann intensiv an dessen Jacke zu schnüffeln. Dann bellte er scharf. Das gleiche Verhalten wie damals bei Weber. »Was macht Ihr Hund da?« fragte Kellner unruhig. Michael verstand sofort. »Luke, such.« Der Hund schnüffelte weiter an Kellners Kleidung und fand schließlich etwas in der Innentasche der Jacke. Er bellte erneut. »Darf ich?« fragte Michael höflich, aber bestimmt. »Nein«, protestierte Kellner, aber es war zu spät. Michael griff in die Tasche und zog ein kleines Päckchen heraus. Weißes Pulver, eindeutig Kokain. »Ah«, sagte Michael mit gespielter Überraschung, »das ist aber interessant.« Kellners Gesicht wurde aschfahl. Das ist nicht meins. Jemand muss es mir untergeschoben haben.« »Genau das haben Sie alle gesagt«, antwortete Michael und zückte seine Handschellen. Aber Kellner war noch nicht fertig. Er machte einen verzweifelten Versuch zur Flucht. Krass, oder? Luke hat wieder den entscheidenden Beweis gefunden. Kellner versuchte zu entkommen, aber er hat Luke unterschätzt. Was jetzt passiert, ist einfach unglaublich. Kellner stieß einen seiner Männer zur Seite und rannte den Flur hinunter. Michael reagierte sofort. »Luke, fass!« Der deutsche Schäferhund schoss wie ein Pfeil los, seine Pfoten donnerten auf dem Linoleumboden. Kellner hatte vielleicht 10 Meter Vorsprung, aber Luke war schneller. Mit einem gewaltigen Sprung brachte Luke den fliehenden Oberkommissar zu Fall. Kellner schlug hart auf dem Boden auf. Luke hielt ihn mit seinen Pfoten am Boden fest. »Runter, runter!« schrie Kellner panisch. Michael kam angerannt, seine Handschellen bereit. »Franz Kellner, Sie sind verhaftet wegen Drogenbesitzes und Fluchtversuchs.« Kellners beide Begleiter standen schockiert da. Einer von ihnen, ein jüngerer Beamter, trat vor. »Herr Schmidt, wir wussten nichts davon. Kellner hat uns gesagt, dass Sie ein Problem seien.« »Das werden wir klären«, antwortete Michael, während er Kellner die Handschellen anlegte. Hoffmann kam zitternd den Flur entlang. »Mein Gott«, sagte er stammelnd, »ich kann nicht glauben, dass es funktioniert hat.« »Luke macht keine Fehler«, sagte Michael stolz und klopfte seinem Partner auf den Kopf. »Wenn er Drogen riecht, dann sind welche da.« Kellner wurde abgeführt, aber Michael wusste, dass das nur der Anfang war. In seinem Büro würden sie noch mehr Beweise finden. 2 Stunden später durchsuchten sie Kellners Büro. Luke war wieder in seinem Element, er schnüffelte versteckte Fächer und geheime Verstecke. Hinter einem Bücherregal fand das Team einen Safe. Drinnen lagen Tausende von Euro in bar, Listen von Namen und Adressen und Fotos von Drogenübergaben. »Das ist ein ganzes Netzwerk«, sagte Hoffmann und blätterte durch die Dokumente. Kellner war nur ein Baustein. Sarah, die zwischen aus Berlin eingetroffen war, studierte die Unterlagen. »Diese Namen, einige kenne ich. Das sind dieselben Leute, die mit Richter in Berlin zusammengearbeitet haben.« Michael fühlte, wie sich sein Magen zusammenzog. »Du meinst, das ist alles miteinander verbunden?« »Sieht so aus«, antwortete Sarah düster. »Wir haben nicht nur lokale Korruption aufgedeckt, das ist ein bundesweites Netzwerk.« Luke saß ruhig zwischen ihnen, seine Augen wachsam. Der Hund schien zu verstehen, dass ihre Arbeit noch lange nicht getan war. »Wisst ihr was?«, sagte Michael und blickte auf die Beweise. »Gut, dass wir 3 ein so gutes Team sind.« Hoffmann lächelte zum ersten Mal seit Tagen.
Mit Luke an unserer Seite können sie sich nirgendwo verstecken. Der deutsche Schäferhund bellte einmal kurz, als würde er zustimmen, sein Schwanz wedelte leicht, ein Zeichen, dass er bereit für die nächste Herausforderung war. Die Münchner Polizei begann sofort mit einer groß angelegten Säuberungsaktion. Kellners Verhaftung hatte eine Lawine ausgelöst. Krass, oder? Ein Hund verändert das ganze System. Das bundesweite Netzwerk, also Leute, was Michael und sein Team jetzt entdecken, sprengt alle Dimensionen. Das Korruptionsnetzwerk ist größer, als sie je gedacht haben. Zurück in Berlin arbeitete das erweiterte Team rund um die Uhr. Der Konferenzraum war zu einem Kriegsraum geworden, Pinnwände voller Fotos, Verbindungslinien zwischen Städten, Namen und Geldströme. Frankfurt, Hamburg, Köln, Stuttgart zählte Sarah auf und zeigte auf die Karte. In jeder dieser Städte haben wir ähnliche Muster gefunden. Michael studierte die Verbindungen. Das ist keine zufällige Korruption, das ist organisierte Kriminalität mit einem System. Luke lag unter dem Tisch. Seine Ohren zuckten bei jedem neuen Namen, der genannt wurde. Der Hund hatte mittlerweile einen Ruf als der beste Spürhund des Landes. Hoffmann, der inzwischen offiziell zum Team gehörte, brachte neue Informationen. Die Münchner Ermittlungen haben ergeben, dass Kellner monatlich 50.000 € erhalten hat. Das Geld kam über verschiedene Scheinfirmen. Und wohin ist es geflossen? Fragte Michael. Das ist das Interessante, antwortete Hoffmann. Ein Teil wurde reinvestiert. In weitere Bestechungen, Schweigegeld, falsche Identitäten, aber ein großer Teil floss nach oben. Sarah zeigte auf ein Foto an der Wand. Nach oben bedeutet zu ihm. Dr. Hermann Weiß, Staatssekretär im Innenministerium. Michael pfiff leise. Der Mann, der für die Überwachung der Polizei zuständig ist selbst korrupt? So sieht's aus, bestätigte Sarah. Weiß hatte Zugang zu allen internen Ermittlungen. Er konnte Warnungen aussenden, bevor Razzien stattfanden. Plötzlich sprang Luke auf und lief zur Tür. Sein Verhalten war anders. Nicht alarmiert, sondern erwartungsvoll. »Was ist los, Junge?« fragte Michael. Sekunden später klopfte es. Ein Beamter trat ein, ein versiegelter Umschlag in der Hand. »Vom BKA«, sagte er, »Priorität 1«. Michael öffnete den Umschlag. Sein Gesichtsausdruck wurde ernst, als er las. »Was steht da?« fragte Sarah ungeduldig. »Eine Einladung«, antwortete Michael grimm. »Dr. Weiß möchte uns morgen in seinem Büro treffen. Er will die Angelegenheit diskutieren.« Hoffmann wurde blass. »Das ist eine Falle. Wenn er weiß, dass wir ihm auf der Spur sind, dann wird er versuchen, uns zu eliminieren«, vollendete Sarah den Gedanken. Michael blickte zu Luke, der ihn mit seinen intelligenten Augen ansah. »Was meinst du, Junge? Gehen wir in die Höhle des Löwen?« Luke bellte einmal kurz. Ein entschiedenes Ja. »Gut«, sagte Michael, »aber diesmal gehen wir vorbereitet. Sarah, ich brauche ein komplettes Überwachungsteam. Hoffmann, Sie bleiben hier und koordinieren die Kommunikation.« »Und wenn es wirklich eine Falle ist?«, fragte Hoffmann besorgt. Michael schlächelte und kraulte Luke hinter den Ohren. »Krass, oder? Morgen würde alles entschieden.« Also Leute, jetzt kommt der gefährlichste Moment. Michael betritt die Höhle des Löwen, aber Luke hat etwas Unglaubliches vor. Das Innenministerium in Berlin war ein imposantes Gebäude. Michael und Luke gingen durch die Sicherheitskontrollen, versteckte Kameras und Mikrofone an ihrer Ausrüstung. Sarah koordinierte von einem Überwachungswagen draußen. »Michael, wir haben dich. 5-Mann-Backup-Team ist bereit.« Dr. Hermann Weiß empfing sie in seinem luxuriösen Büro im 12. Stock. Ein Mann Mitte 60, grauhaarig, mit kalten blauen Augen. »Herr Schmidt«, sagte Weiß mit einem falschen Lächeln, »und der berühmte Luke. Setzen Sie sich.« Michael blieb stehen. »Ich bevorzuge es zu stehen, Herr Staatssekretär.« Weiß lachte. »Wie Sie wollen. Ich nehme an, Sie wissen, warum Sie hier sind.« »Erleuchten Sie mich«, antwortete Michael. »Sie haben in ein Wespennest gestoßen«, sagte Weiß. Seine Freundlichkeit verschwand. Weber, Richter, Kellner, das waren alles Bauernopfer. Aber jetzt bedrohen sie etwas viel Größeres. Luke knurrte leise. Seine Instinkte spürten die Gefahr. »Wie viel größer?«, fragte Michael. Weiß stand auf und ging zum Fenster. »Wissen Sie, was es kostet, dieses Land zu regieren? Was es kostet, Ordnung aufrechtzuerhalten?« »Nicht mit Korruption und Verbrechen«, antwortete Michael fest. »Naiv«, schnaubte Weiß. »Das System funktioniert, weil wir es funktionieren lassen. Gewisse Arrangements sorgen für Stabilität. Sie meinen Bestechung und Mord.« Weiß drehte sich um. Seine Augen funkelten gefährlich. »Ich meine Realität, Herr Schmidt. Und die Realität ist, dass Sie und Ihr Hund ein Problem geworden sind.« Luke sprang plötzlich auf und lief zu Weiß' Schreibtisch. Er begann intensiv zu schnüffeln. Seine Nase arbeitete an den Schubladen. »Was macht er da?«, fragte Weiß unruhig. Michael grinste. »Das, was er am besten kann. Luke, such.«
Der Hund kratzte an der untersten Schublade. Michael ging hinüber und öffnete sie. Drin lagen Stapel von Bargeld, USB-Sticks und ein Revolver. Interessant. Für einen Staatssekretär haben sie sehr vielseitige Büroausstattung. Weiß griff nach einer Taste unter seinem Schreibtisch, wahrscheinlich ein stiller Alarm. Das würde ich nicht tun, warnte Michael. Mein Team hat das Gebäude umstellt. Aber Weiß drückte trotzdem. Sekunden später stürmten bewaffnete Sicherheitskräfte ins Büro. »Verhaften Sie ihn«, befahl Weiß. Michael hob langsam die Hände. »Das ist ein Fehler, Herr Staatssekretär.« »Der einzige Fehler war, Sie hierher einzuladen«, grinste Weiß triumphierend. Aber dann passierte etwas Unerwartetes. Luke begann wie verrückt zu bellen und sprang zu einem der Sicherheitsmänner. Der Mann wich zurück. »Was ist mit dem Hund los?« Michael verstand sofort. »Luke, riecht etwas. Durchsuchen Sie diesen Mann.« »Das ist lächerlich«, protestierte Weiß. Aber einer der anderen Sicherheitsmänner war neugierig geworden und durchsuchte seinen Kollegen. Er fand ein Päckchen Heroin. »Was zum…«, stammelte der durchsuchte Mann. Der Fall von Dr. Weiß. Also Leute, jetzt bricht alles zusammen. Dr. Weiß' eigene Leute wenden sich gegen ihn und Luke sorgt für das finale Chaos. Die Situation im Büro kippte schlagartig. Der Sicherheitsmann mit den Drogen wurde blass. »Herr Staatssekretär, das ist nicht meins. Sie haben gesagt, ich soll nur…« »Halt die Klappe«, zischte Weiß. Aber es war zu spät. Michael nutzte die Verwirrung. »Meine Herren, ich glaube, Ihr Chef hat Sie belogen. Luke zeigt nur auf Leute, die mit Drogen zu tun haben.« Luke bellte weiter und lief zu einem zweiten Sicherheitsmann. Derselbe Alarm, derselbe Fund. »Das ist unmöglich«, rief Weiß verzweifelt. »Nicht unmöglich«, antwortete Michael ruhig. »Sie haben Ihre eigenen Leute als Kuriere benutzt. Luke riecht das Zeug auch in kleinsten Spuren.« Die beiden sauberen Sicherheitsmänner blickten ihren Chef entsetzt an. Einer von ihnen sprach ins Funkgerät. »Zentrale, hier ist Team Alpha. Wir haben eine Situation.« Weiß erkannte, dass sein Spiel vorbei war. Er griff nach dem Revolver in der Schublade. »Nicht bewegen«, schrie Michael und zog seine Waffe. Aber Luke war schneller. Der deutsche Schäferhund sprang über den Schreibtisch und riss Weiß zu Boden, bevor er schießen konnte. Der Revolver flog durch die Luft und landete in der Ecke. »Gute Arbeit, Luke«, rief Michael und legte Weiß Handschellen an. Draußen konnten sie Sirenen hören. Sarahs Backup-Team rückte an. »Dr. Hermann Weiß, Sie sind verhaftet wegen Korruption, Drogenhandels und versuchter Gewalt gegen einen Beamten.« Weiß lag am Boden. Luke hielt ihn fest. »Das wird Konsequenzen haben«, keuchte er. »Sie haben keine Ahnung, wie hoch das geht.« »Dann werden wir es herausfinden«, antwortete Michael. Sarah stürmte mit ihrem Team ins Büro. »Alles in Ordnung?« »Mehr als das«, grinste Michael. »Luke hat wieder zugeschlagen. Wir haben nicht nur Weiß, sondern auch seine Kuriernetzwerk.« Die beiden korrupten Sicherheitsmänner wurden ebenfalls verhaftet. Einer von ihnen, völlig gebrochen, begann sofort zu reden. »Weiß hat uns erpresst«, gestand er. »Er hatte Fotos von uns mit Drogen. Wir mussten für ihn arbeiten oder hätte uns vernichtet.« Sarah notierte alles. »Wie lange geht das schon?« 3 Jahre«, antwortete der Mann. »Er hat ein ganzes Netzwerk von erpressten Beamten, nicht nur hier, in ganz Deutschland.« Michael blickte auf Weiß, der immer noch am Boden lag. »Das hört sich nach einem Geständnis an.« Luke saß neben seinem Partner, sein Schwanz wedelte stolz. Wieder hatte er das Unmögliche geschafft. »Weißt du was, Junge?«, sagte Michael und kratzte Luke hinter den Ohren. »Ich glaube, wir haben gerade das größte Korruptionsnetzwerk in der deutschen Geschichte gesprengt.« In den folgenden Stunden wurde Weiß' Büro komplett durchsucht. Computer, Akten, versteckte Safes, alles wurde beschlagnahmt. Die USB-Sticks enthielten Listen mit Hunderten von Namen, Kontonummern und kompromittierenden Fotos. »Das ist unglaublich«, sagte Sarah und studierte die Daten. Weiß hatte Politiker, Richter, Polizisten und sogar Journalisten unter Kontrolle. Krass, oder? Ein ganzes System basierend auf Erpressung und Angst. Also Leute, hier ist das emotionale Finale. Nach allem, was Michael und Luke durchgemacht haben, bekommen sie endlich ihre verdiente Anerkennung. Ein Jahr später stand Michael auf der Bühne des Bundesinnenministeriums. Vor ihm saßen Hunderte von Polizeibeamten, Journalisten und Politiker. Luke saß stolz an seiner Seite, eine goldene Medaille um den Hals. »Damen und Herren«, sagte der Bundesinnenminister, »heute ehren wir nicht nur einen außergewöhnlichen Polizisten, sondern auch seinen vierbeinigen Partner, der die deutsche Polizei für immer verändert hat.« Michael blickte in die Menge und sah Sarah in der ersten Reihe, die ihm stolz zulächelte. Hoffmann war da, jetzt Leiter der Antikorruptionseinheit in München, sogar ehemalige Kollegen, die ihm damals nicht geglaubt hatten, applaudierten.
Das Weiß-Netzwerk, fuhr der Minister fort, war das größte Korruptionssystem in der deutschen Nachkriegsgeschichte. 247 Verhaftungen, 89 Verurteilungen und ein kompletter Neuaufbau unserer internen Kontrollsysteme. Luke bellte einmal kurz, als würde er den Applaus verstehen. Die Menge lachte warmherzig. Aber das Wichtigste, sagte der Minister, ist das Vertrauen, das sie zurückgewonnen haben. Das Vertrauen der Bürger in ihre Polizei. Michael trat ans Mikrofon. Danke für diese Ehre, aber ich möchte etwas klarstellen. Ich bin nicht der Held dieser Geschichte. Er blickte hinunter zu Luke. Der wahre Held sitzt hier neben mir. Luke hat nicht nur Beweise gefunden, er hat mir gezeigt, was echte Loyalität bedeutet. Als die ganze Welt gegen mich war er da. Als ich aufgeben wollte, hat er mich weitergemacht. Seine Stimme wurde emotional. Luke hat bewiesen, dass die Wahrheit immer ihren Weg findet. Manchmal braucht sie nur einen treuen Freund, der an sie glaubt. Der Applaus war ohrenbetäubend. Luke stand auf und legte seine Pfote auf Michaels Bein, als würde er sagen, wir haben es gemeinsam geschafft. 6 Monate später eröffneten Michael und Sarah die Luke-Akademie, eine Ausbildungsstätte für Spürhunde und ihre Führer. Das Motto der Akademie stand groß am Eingang: Treue findet die Wahrheit. Luke, jetzt offiziell im Ruhestand, verbrachte seine Tage damit, junge Hunde auszubilden. Sein Ruf war legendär, der Hund, der 3 Korruptionsnetzwerke aufgedeckt hatte. An einem sonnigen Herbsttag saß Michael im Garten der Akademie und beobachtete Luke beim Spielen mit den Welpen. Sarah kam mit einer Tasse Kaffee zu ihm. »Bereust du es manchmal? Die ganze Sache mit Weber und Richter?« Michael lächelte und kratzte Luke hinter den Ohren. »Nie. Ohne das hätte ich nie gelernt, was wahre Partnerschaft bedeutet.« Luke bellte zustimmend und kuschelte sich an seinen besten Freund. »Weißt du, was das Schönste ist?« sagte Michael. »Hunderte von Polizisten haben jetzt K9-Partner. Lukes Vermächtnis lebt weiter.« Die Sonne ging unter über die Akademie. Michael und Luke saßen zusammen, wie sie es schon so oft getan hatten. 2 Partner, die gegen alle Widerstände die Wahrheit gefunden hatten. »Danke, mein Freund, für alles.« Luke legte seinen Kopf auf Michaels Schoß und schloss die Augen. Nach allem, was sie durchgemacht hatten, war das der perfekte Moment des Friedens. Ende. Krass, oder? Was für eine unglaubliche Geschichte von Treue, Mut und Gerechtigkeit.